Welchen Kleber soll ich zum Verkleben des Küchenbretts verwenden? Welcher Kleber eignet sich zum Kleben von Gartenmöbeln und womit klebt man eine Gitarre? Oder wie klebt man ohne Klemmen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Honza von IGM und in diesem Video zeigen wir das Kleben in der Praxis und sprechen etwas mehr über einzelne Kleber. Und auch zum Kleben von Holz dürft ihr euch auf einige Tipps freuen. Im letzten Teil haben wir über alles rund um das Thema Klebstoffe gesprochen, sei es die offene Zeit oder die Montagezeit oder dass es Klebstoffe für den Innen- und Außenbereich gibt, aber auch die Tatsache, dass Klebstoffe nach Haltbarkeitsklassen gekennzeichnet sind. Und jetzt zeigen wir alles in der Praxis. Wir beginnen wieder mit Klebstoffen, die für den Außenbereich geeignet sind. Titebond 3 schafft eine extrem starke Verbindung mit Holz, hat eine längere Offenzeit und eine höhere Viskosität als herkömmliche PVA-Klebstoffe. Diesen extrem wasserfesten Kleber könnt ihr überall dort einsetzen, wo ihr auch bei widrigen Wetterbedingungen eine sehr starke Verbindung benötigt. Er eignet sich daher hervorragend zum Verkleben von Gartenmöbeln, die Regen ausgesetzt sind. Wir haben viele Fragen zu geeigneten Klebern für die Herstellung eines Küchenschneidbretts. Da Titebond 3 Ultimate für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen ist, ist es die klare Wahl für diesen Einsatz. Für den Außenbereich können wir auch Titebond Premium oder Dark verwenden. Es ist zu beachten, dass die Klebefuge nach der Anwendung von Titebond Premium keinem fließenden oder kondensierten Wasser ausgesetzt werden darf. Die gleichen Eigenschaften hat auch der Dark Leim, den ihr zum Verleimen dunklerer Hölzer verwenden könnt, da der Leim nach dem Trocknen braun bleibt. Ihr könnt ihn beispielsweise zum Verkleben von Walnuss oder exotischen Hölzern verwenden. Und jetzt Klebstoffe für den Innenbereich. Beginnen wir mit dem am häufigsten verwendeten Klebstoff für Innenräume und das ist Titebond Original. Es eignet sich zum Verkleben von Möbeln oder beispielsweise Stift- und Lamellenverbindungen. Der Kleber hat die Eigenschaft, dass er nach dem Trocknen vollständig aushärtet, während andere Kleber im Gegensatz zum Original nach dem Trocknen flexibel sind. Ich würde es mit ungekochten Spaghetti vergleichen, was wir insbesondere bei Musikinstrumenten zur Verbesserung der Akustik einsetzen werden. Xtend-Kleber hat die Eigenschaften von Titebond Original, hat aber eine längere Offenzeit. Daher eignet er sich eher zum Kleben komplexerer Baugruppen, wenn man 10 Minuten mehr Zeit hat, die man beispielsweise zum Kleben eines gebogenen Geländers oder eines Stuhls nutzen kann. Der Vorteil von Liquid Hide besteht darin, dass die Verbindung wieder korrigiert werden kann. Seid ihr mit dem geklebten Teil nicht zufrieden, einfach die Verbindung erhitzen und neu anpassen. Er wird auch häufig zum Kleben von Musikinstrumenten wie Titebond Original verwendet, hat aber eine längere Offenzeit. Wenn ihr möchtet, dass die Oberfläche ein älteres Aussehen imitieren soll und eine rissige Oberfläche erzeugt werden soll, könnt ihr dies mit Liquid Hide Kleber tun. Auch die Viskosität dieses Klebers lässt sich leicht einstellen. Um den Kleber flüssiger zu machen, einfach die Flasche mit dem Kleber in warmes Wasser stellen. Titebond Quick and Thick ist der dickste und am schnellsten trocknende Klebstoff auf PVA-Basis zur Verwendung mit porösen und halbporösen Materialien. Ihr könnt damit beispielsweise Zierleisten unter die Decke kleben, wenn der aufgetragene Kleber an der Leiste klebt und nicht fließt. Wenn der Kleber nach dem Aushärten transparent sein soll, verwendet Titebond White. Wenn ihr Melamin, Vinyl und HPL-Materialien auf poröse Materialien klebt, verwendet Titebond Melamin. Für die großflächige Kaltverleimung von Furnieren verwendet Cold Press Veneer. Der Leim dringt nicht durch die dünne Furnierschicht und wurde speziell für die Kaltfurnierung von Massivholz, Spanplatten, MDF, Sperrholz und anderen porösen Materialien entwickelt. Der sehr schnell abbindende Kleber Speedset eignet sich zum Füllen kleinerer Risse oder Lücken im Holz. Titebond All Purpose mit starker Anfangshaftung und ausgezeichneter Festigkeit. Für Holz, Papier, Stoffe und Keramik geeigneter Kleber sollte in keinem Haushalt fehlen. Und schließlich schauen wir uns noch Sekundenkleber an.
Beim letzten Mal haben wir gesagt, dass Sekundenkleber hauptsächlich nach der Viskosität unterteilt werden. Aber was ist Viskosität? Die Viskosität ist ein Maß für den Strömungswiderstand einer Flüssigkeit. Flüssigkeiten mit niedrigerer Viskosität verteilen sich viel leichter auf der Oberfläche eines Feststoffs als Flüssigkeiten mit höherer Viskosität. Bei der Wahl der Viskosität des Klebers müssen wir natürlich auch die Porosität des Materials berücksichtigen. Vereinfacht ausgedrückt sind Klebstoffe mit höherer Viskosität dicker und fließen daher weniger. Instant-Zinnkleber hat die niedrigste Viskosität und Instant Gel die höchste Viskosität. Wir müssen wohl nicht erwähnen, wofür man Sekundenkleber verwendet, aber ich habe eine unkonventionelle Verwendung für euch. Ihr könnt mit Sekundenkleber ohne Zwinge kleben. Tragt einfach Titebond Original auf die Teile auf, die ihr verkleben möchtet, und tragt dann Titebond Instant Zinn an mehreren Stellen auf. Sekundenkleber fixiert die Teile schnell aneinander, sodass keine Klemmen erforderlich sind. Diese Vorgehensweise könnt ihr auch beim Verkleben eines Mosaiks anwenden. Verwendet zum Beispiel den Instant Medium Kleber, um die vorderen Holzfasern abzudecken. Wenn ihr mit Holz arbeitet, das noch nicht vollständig getrocknet ist, tragt Instant Medium einfach auf die Vorderseite des Holzes auf. Dadurch werden beim anschließenden Trocknen Risse vermieden. Titebond Instant Thick mit hoher Viskosität. Dieser professionelle Holzleim eignet sich auch hervorragend zum Verleimen der Vorderfasern von Holz, also für Eckverbindungen von Leisten und Rahmen oder zum schnellen Fixieren der Schablone direkt am Bauteil. Die hohe Viskosität des Instant Gels gibt euch mehr Zeit, die geklebten Teile auszurichten. Ihr könnt ihn beispielsweise zum Verkleben von Gärungsverbindungen verwenden. Um die Fixierungszeit zu verkürzen, könnt ihr bei der Verklebung mit Sekundenklebern einen Aktivator verwenden. Jetzt wisst ihr also, welchen Kleber ihr wofür verwenden müsst. Liken und abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Also tschüss!